Jason? Ja, weiß ich nicht. Das habe ich gerade so ein bisschen verloren. Was passiert? Wir haben gerade den Gennaker runtergeholt. Ich habe halt festgestellt, dass das Stiefel aufgescheuert war. Was soweit erstmal blöd genug ist. Aber bei der Gelegenheit ist dann auch aufgefallen, dass die Genua Lift, also sprich die Schote, an der die Genua hochgezogen wird, komplett durchgescheuert ist. Das heißt, dieser Swivel, der da drum ist, der dreht sich da gerade völlig frei. Das heißt, wenn wir jetzt die Genua ausrollen würden, würde die runterkommen. Was blöd ist. Jetzt wollte ich mal, hier ist jetzt natürlich nicht schön, offener See. Jetzt muss da einer in den Mast und eventuell die Leine tauschen. Ich hoffe, die abgetrennte Seite ist jetzt nicht im Mast runtergerutscht. Sonst haben wir ein richtiges Problem. Jetzt tauschen wir erstmal das Stiefel aus, weil wie gesagt, den traue ich gerade auch nicht mehr so ganz. Dann gucken wir mal weiter. Das ist alles schön romantisch zum Sonnenuntergang. Ja. Naja, besser zum Sonnenuntergang als im Dunkeln. Das ist hier die besten Hausfrauen. Ja, scheiße, die Leine ist nicht mehr vorhanden. Rettungsweste anziehen, einblicken, nach vorne kommen. So Morgenrituale sind ja ganz schön rausgekommen, gerade aufgestanden, Kaffee gemacht, rausgekommen, in Ruhe meinen Kaffee trinken, kommen erstmal wieder unsere Morgendienst-Begrüßungscommunity Delfine vorbei. Also ich glaube, wir hatten bis jetzt echt noch gar keinen Tag, wo wir überhaupt keine Delfine gesehen haben. Und heute Nacht hatten wir auch einen riesigen Wal neben uns. Es war ein bisschen spooky im Dunkeln, der ist neben uns aufgetaucht, in einer riesen Fontäne. Mit der Taschenlampe dann ein bisschen angeleuchtet. Er ist dann nochmal neben uns aufgetaucht, ja, so in, ich würde sagen, so 2-3 Meter Abstand. Also schon eigentlich zu nah, vor allen Dingen auch noch im Dunkeln, wenn man es eh nicht sieht. Aber naja, so ist das. Ja, bei uns laufen gerade schon mal die Vorbereitungen. Der Mario muss jetzt vielleicht nochmal in den Mast hoch, nachdem wir das gestern nicht hinbekommen haben. Weil das Genua-Fall ist definitiv komplett durch und ist auch im Mast runtergerutscht. Und es war gestern Abend einfach zu schaukelig und zu spät, dass wir es nicht hinbekommen haben. Und ja, haben wir die Batterien, also wir sind heute Nacht eigentlich dann nur mit dem Groß gedriftet, haben trotzdem noch so 3 Knoten ungefähr gemacht. Und machen jetzt einmal kurz die Batterien ein bisschen voll und wir werden auch den Mario unter Motor hochziehen. Einfach damit das Boot ein bisschen mehr Stabilität hat. Also das ist schon ganz gut, weil es ist schaukelig genug. Und ja, dann drückt uns mal die Daumen, dass es diesmal klappen wird. Weil wir hätten heute Nacht echt wunderschön segeln können, aber ohne Genua ist ja, irgendwie
irgendwie nur der halbe Spaß. Ja, ich bin auf jeden Fall froh, als wir gestern den Genaka weggepackt haben, dass ich gesehen habe, dass da oben eine Leine runterbaumelt. Ja, aber Worst Case war wirklich gewesen, wir setzen einfach die Genua, wissen nicht, dass die oben nicht mehr fest ist und die fällt uns mitten in der Nacht komplett runter. Also, ja, Glück im Unglück, dass wir es nochmal gesehen haben. Aber die Härte ist echt, wie die sich mit ihren Entenfüßen da festhalten können. Ja, das war mal unser Spielfall. Versuchst du den gleichen Trick wie mit dem Antennenkabel? Jo, ein bisschen Gewicht dran. Und Führung, und dann sollte das eigentlich klappen. Wie war denn deine Erfahrung gestern da oben? Erzähl mal, was Schönes passiert ist zum Sonnenuntergang. Schönes. Ach so, das Schöne, ja, das Geile war natürlich, ich war ungefähr auf halber Höhe vom Mast. Und dann kamen 2 Delfine an und da haben eine echte fette Showanlage geliefert. Das war so geil. Mit ja, der komplette Körper aus dem Wasser, sind da gesprungen wie die Bekloppten. Entschuldigung für den Einwurf, aber kompletter Körper aus dem Wasser, also die waren locker auf der Höhe vom Wildzaun draußen. Sind mega hoch rausgesprungen. Ja. Und gerade von deinem Stunt möchtest du nicht erzählen, Ne, der zu einem geschwollenen Knie geführt hat? genau. Möchte ich nichts von erzählen. Gibt's aber auch was zu essen da hinten? Nachdem wir gestern Abend festgestellt haben, dass unser Genua-Lift gerissen ist und wir dementsprechend eine ziemlich unruhige Nacht hatten, sind wir heute Morgen früh aufgestanden, haben das erstmal wieder behoben, sprich ich war oben im Mast, Nina hat mich hochgewincht und wir haben die Genua-Schote, nicht die Genua-Schote, sondern das Genua-Lift ausgetauscht bzw. halt repariert. Ja, jetzt hatten wir ein bisschen Flaute, kurz abgewartet. Jetzt hat der Wind mit knappen 6 bis 7 Knoten wieder eingesetzt und wir werden belohnt mit dem schönsten, chilligsten Segeln, was man sich so vorstellen kann. Keine Welle, man hört nur ganz leise das Rauschen. Und sowohl Groß als auch Genua tun ihren Dienst. Es ist wunderschön. So kann es gerne bis Marquesas bleiben. Wir sind jetzt rund 150 Meilen vor Galapagos und der Wind ist völlig eingeschlafen. Wir haben jetzt zwischen 1 und 2 Knoten Wind. Ja, Wasser ist spiegelglatt, wie man sieht. Und irgendwie mit dem Licht ist das eine vollkommen gespenstische Atmosphäre. Wir haben jetzt die Segel runtergenommen, machen gleich Treelight an, weil wir treiben ja noch ein bisschen. Und ja, wir legen uns gleich schlafen. Viel passieren tut gerade nicht. Ich dachte, wenn das Licht nicht so komisch wäre,
wäre das wahrscheinlich vollkommen gemütlich. Mitten auf dem Ozean zu parken, ist mega ungewöhnlich. Wie skurril ist das eigentlich? Wir hängen jetzt hier mitten auf dem Pazifik rum, segeln runter und gucken Fernsehen, weil wir nichts Besseres zu tun haben. Ja, die Treppe bewegt sich mit 2 Knoten Speed Richtung Galapagos. Was sollen wir noch machen? Ja. Alle 10 Minuten mal draußen nach dem Rechten gucken reicht. Geil, oder? Absolut. Vor allem, also abgesehen davon, dass du jetzt ein bisschen mit der Kamera gerade wackelst, es ist so totenstill hier. Wir haben so viele Anchorage gehabt, die Hölle dagegen waren. Es ist so entspannt. Wie gesagt, wir sind auf dem Pazifik unterwegs. Mein Glas steht hier totenstill. Geil. Einfach nur. Naja, ein bisschen wackelt schon. Ja, aber nicht wirklich. Ja, hallo, wir sind mitten auf dem Pazifik Ja, auf dem stimmt. Crossing. Dafür wackelt es nicht wirklich. 150 Meilen vor Galapagos entfernt. Also, Beknackt. Ja, ist einfach skurrile Situation. absolut. Und gucken einen deutschen Film. Oh boy. Oh, 1. April, 12 Uhr. Dann sind wir ungefähr 150 Meilen vor Galapagos. Oder weniger, ne? 120 oder so. 104. 104, sehr schön. Aber zumindest von unserem gesetzten Wegpunkt dahin. Ja. Ja, was soll ich sagen, ne? Unser letztes geiles Pancake-Frühstück auf der nordischen Hemisphäre der Welt. Auf der nordischen Hemisphäre. Du meinst auf der nördlichen Hemisphäre. Meine ich doch. Ja, für jetzt. Wir werden wiederkommen. Du meinst, bevor wir in die Südsee reisen. Sag ich doch. Lecker. Kaum aus dem Dornröschenschlaf erwacht, schon schüttelst du dir ein. Schon schüttel ich mich, genau. In der Küche auch noch. Neben uns ist eine riesige Insel. Ja, Galapagos. Aber das ist sogar noch einer der kleinsten. Naja, so nah wie die Treppe dran war, sieht die riesig aus. Naja. Irgendwie müssen wir mal andere Flaschen nehmen. Welche aus Glas, Ja, die man auskochen kann. haben wir aber leider nicht. Na, ich weiß. Ich habe auch keine Idee. Was schüttelst du denn für eine Flasche überhaupt? Milchpulver. Also ich mache die gerade sauber, aber hier kommt Milchpulver rein, Wasser drauf, nochmal ein Liter Milch. Praktisch. Super Erfindung, oder? Ja, total geil. Direkt hinter dem kalten Wasser. Wir sind jetzt in der Nähe von Galapagos. Sprich der Isla Isabella. Ja, und eigentlich staune ich darüber. Dass wir so ruhig vorwärts kommen. Wasser ist still. Man sieht, es ist relativ wenig Wind. Sprich, wir haben so rund 3 Knoten Wind. Erstaunlicherweise machen wir auch 3 Knoten Fahrt. Das ist ein sehr ruhiger Trip. Der Genaka zieht uns beständig vorwärts. Und doch, wir genießen die Fahrt, auch wenn es ein bisschen länger dauert. Insgesamt sind wir bis jetzt, ich glaube, heute ist der 12. Tag, haben wir die Strecke von den Perlas bis hier abgerissen. Behäbig. Aber ich denke mal, spätestens in 2 Tagen, wenn wir an Galapagos vorbei sind und über den Äquator rüber sind, bekommen wir etwas frischeren Wind. Dann sind wir im Einfluss des Passats, des südlichen. Und dann denke ich mal, werden das so um die 15 Knoten Wind sein. Von daher genießen wir jetzt noch das gechillte Segeln
oder dümpeln. Aber ehrlich gesagt gefällt mir das. Ein bisschen wie auf Schienen. Tag 12 auf See. Wir sitzen hier völlig gechillt. Pizza und Bier. Oder? Fahren auf Schienen. Das ist so komisch. Aber gut. Wie ist die Pizza? Sehr geil. Käse ist ein bisschen sehr analogisch, aber ein bisschen sehr Sägespäne. Das ist nicht so genau. Aber die Pizza an sich ist ziemlich geil. Sieht doch gut aus. Beobachtest du unser neues Haustier? Das ist nicht fair. Seit 12 Tagen versuche ich einen Fisch zu fangen und der schwimmt einfach nur neben uns. Hat doch nicht mal Angst vor mir. Was ein Angeber. Also ehrlich gesagt halte ich den Ansatz mit der Harpune immer noch am vielversprechendsten. Meinst du? Mhm. Meinst du mit der Harpune vom Boot oder mit der Harpune im Wasser? Ja, das vom Boot sah doch gerade auch nicht schlecht aus. Ja, ich habe den ganzen Tag verfehlt. Ja. War ein bisschen ärgerlich. Geil, echt. Danke, nein. Kein Wunder, dass nie ein Fisch angebissen hat. Die Ja. chillen ja auch den ganzen Tag nur. Ich glaub noch an mein Mahi für heute. Ja, ich nicht. Vielleicht sollte ich mich gleich mal eincremen, aber ich wollte auch erst da an die Seite, weil da Schatten ist, aber da hatte ich nicht genug Spielraum. Dunkel? Da ich ja sonst immer hier die Maintenance-Aufgaben an Bord habe und Nina diesmal ihren Holding-Tank irgendwie verschissen hat, also verstopft hat, Wahrscheinlich verschissen, ja. haben wir uns dazu entschlossen, dass sie heute mal Maintenance übernimmt und Wir haben uns versucht... freiwillig entschlossen. Ja, okay, meinetwegen. Auf jeden Fall versucht sie jetzt erstmal deinen Holding-Tank zu entblocken, beziehungsweise, also was ich glaube, nicht, dass sie es verschissen hat, sondern vielmehr, dass sich die Barnacles in die Öffnung gesetzt haben, die ja auch so an Bord waren. Und jetzt, ja, wir haben ja eh nichts Besseres zu tun, die Fische beißen nicht. Nina springt jetzt mal rein und versucht mal mit der Stange, zeig mal die Stange. Da ist sie. Ein bisschen in der Ablassöffnung rumzustochern, in der Hoffnung, dass tatsächlich die Muscheln sind, die das In verstopfen. Hoffnung, dass dir die Scheiße entgegenkommt. Also der eigentliche Grund, warum ich ja freiwillig jetzt ins Wasser gehe, ist, weil ich mit der Harpune gleich noch einen Mai schießen möchte. Aber wenn dann Blut im Wasser ist, möchte ich danach nicht mehr mich oder den Mario den Holding-Tank reparieren lassen. Also müssen wir leider erst an die Scheißarbeit und dann hoffen, dass die kleinen Scheiße immer noch hier um uns herum sind. Und das endlich ein Wahrscheinlich Fisch gerade dann. gibt. Geil. Dann musst du von oben schießen. Ja, ist in Ordnung. Alles klar. Viel Spaß. Dann starten wir mal Mission Scheiße. Geil, oh mein Gott, stimmt, da kommt der Hai. Wie aus einem schlechten Horrorfilm. Aufgabe gemeistert. Toilette ist wieder frei. Und als ich dann noch Marius Toilette auch mal kontrollieren wollte, er sagte, komm mal lieber aus dem Wasser. Ich denke, was hat er denn? Ja, komm mal erst raus und dann guck nach Backbord. Okay, ich komm raus. Ein weiterer wunderschöner Sonnenuntergang auf dem Pazifik. Unglaublich in 2 Knoten Wind. Dazu noch was schon richtig. Wir machen das Beste draus. Dinieren hier schön. Und wir haben sogar einen Besuch. Schaki. Sehen kann. Mal Kreis. Da kommt er raus.
Flosse. Was ein Sonnenuntergang.